When did you start getting engaged in this subject? And what was your personal motivation for this? Because you are an important person associated with it. Also ich hatte das schon, seit ich im Bundestag bin, vor 12 Jahren eben hier mal mit bearbeitet, das Thema Ehrenamt und Engagement. Und dann kam die Frage, lass uns doch mal eine große Kommission machen, die Situation der Engagierten in Deutschland mal zu betrachten und Handlungsempfehlungen zu geben. Und dann hatte es mich richtig gepackt. Dann habe ich eben dieses vorbereitet, 3 Jahre die Kommission geleitet und seitdem bin ich sowas wie der oberste Advokat dieses Engagements im Bundestag. Und gut, das hat dann auch dazu geführt, dass ich mehrere Initiativen dann selber ins Leben gerufen habe. You know, I was together with other students of my age who had this small student newspaper in the last years of communism, which in fact had become, due to the fact that we were frequently censored and in fact banned, it had to turn into a student dissent newspaper. So that is when it probably started, but we thought of ourselves as journalists. And in 1990, when we started founding various newspapers in Romania. So I think it's simply part of the fact that I was 25 in 1989, which was an interesting moment to be 25, and that is how it started. Civil society is the organized will of people who are not in any form engaged with the state. So I would say that it's like the most active part of public opinion in a country. Zivilgesellschaft ist die Summe aller Menschen und Organisationen, die sich gesellschaftlich engagieren. Das ist einmal unentgeltlich, die Menschen bekommen da nichts dafür. Es ist freiwillig, niemand zwingt sie. Und drittens ist es gemeinwohlorientiert, es hat mit Gesellschaft zu tun. Das sind die 3 Kennzeichen. Also es ist ein ganz weites Feld von Aktivitäten, die mit Gesellschaft und gesellschaftlicher Entwicklung zu tun haben. Our East Central European experience is that civil society is like a natural counterpart, opposition to government, and it provides the society as a whole with a backbone of resistance against totalitarianism. But actually civil society serves a lot of other non-political functions in general. Do you see it as the responsibility of politics to enhance activity for the civil society? I think that, you know, if politicians would not repress civil society, you know, that would be well enough. To ask them to do even more than that, no, I do not think it's their task, and I do not think it's their role at all. Also Max Frisch hat mal gesagt, Demokratie ist die Einmischung in die eigenen Angelegenheiten. Das heißt, ich wünsche mir eigentlich, dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger sagen, das ist doch meine Gemeinde, meine Schule, meine Nachbarschaft, da mische ich mich ein und melde mich von mir aus. Ich habe da auch was mit beizutragen. Ich bin Arzt, kann im Gesundheitswesen zum Beispiel auch die eine oder andere Idee beisteuern. Also dass es eine Bewegung von unten wird. Das würde das viel lebendiger und ich glaube auch viel machtvoller machen, als wenn von oben eine Aufforderung kommt, jetzt beteiligt euch mal. In my experience, I think that partnerships, including what I would call competitive partnerships between civil society and the state, are the best and help the development of both sides. I do not favor models of extreme cooperation like corporatist models. I mean models in which basically everybody has a seat in the board, more or less like the German models, you know, in which you invite unions and they take a part. But on the other hand, I do not favor extremely competitive, aggressive competitive models. I think, you know, it's a little in between. States develop when they have watchdogs from civil society, as long as the watchdogs from civil society have in mind to contribute to the development of the state, not to the full destruction of the state. Ich glaube, wir stehen vor enorm großen Herausforderungen, allein schon durch die gesellschaftliche Entwicklung und durch die Bevölkerungsentwicklung, also den demografischen Wandel. Wir brauchen für diese Herausforderungen, vor denen wir stehen, ein neues Zusammenwirken von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft.
Wir nennen das neuen Gesellschaftsvertrag. Also Staat hat seine Aufgabe, Wirtschaft kann auch etwas dazu tun und die Zivilgesellschaft ergänzt sinnvoll das, was vom Staat als Grundausstattung geboten wird. I think that the role of corporations is to produce cheap things that they sell for a fair price to people. And I think that if they manage to do this and to keep people employed, they play a big social role. And I am quite happy with that. And I think that the rest of the roles, the civic activities, have been taken by civil society. So I don't think we should mix the economic, the political, and the civil society spheres at all. I know I diverge from many people in the West on this, but... Ich glaube, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise, in der wir jetzt sind, vielleicht an der Stelle beiträgt, dass Unternehmen sich vielleicht doch in diesem Sinne stärker verantwortlich fühlen. Und die allermeisten Unternehmen, die sich engagieren, nämlich 84%, machen das in der Form von Spenden und Sponsoring. Das heißt, das ist das, was die Fachleute zufällige Philanthropie nennen. Wir werben dafür, dass Staat und Stiftungen und Wirtschaft und andere, die Geld haben, den vielen Initiativen, die es in Deutschland gibt, eine Infrastruktur sichern. Und zwar eben nicht nur für 2-3 Jahre, sondern länger heißt Infrastruktur, dass die Räume überhaupt haben, was ja gar nicht erstmal unbedingt Geld kostet. Also eine Gemeinde, die sagt, wir haben doch da noch im Rathaus einen Raum, da könnt ihr euch treffen. Oder die Telekom sagt, ja, ihr müsst natürlich telefonieren und Internet nutzen, da bieten wir euch ein paar Telefonlinien und die könnt ihr, das ist unser Beitrag, die könnt ihr dann nutzen. This assessment if civil society is strong in Romania or not, I mean, I don't know what to say. I think that in some ways civil society is quite strong in Romania. I think in some ways, I mean, politically speaking, it's probably stronger and more active than it is in Germany, where it's quite a sleepish civil society. I often have the impression. Bei uns sind es 23 Millionen Menschen, die sich in vielfältiger Form engagieren, sei das im Gesundheitswesen, sei das in der Bildung, sei das im sozialen Bereich. On the other hand, it's not as spread as in Germany. In Romania, civil society is concentrated in a capital and in few urban areas. This is the characteristic of the whole Eastern Europe. While here you can rely that even in the most remote village, 3 people will, get together and build a historical society of some kind. Because they just had a different evolution. Von Feuerwehr, Sport, Übungsleiter bis zu auch Trachtenvereinen und was es alles gibt. Nicht alles hat mit gesellschaftlicher Entwicklung zu tun und vor allem hat lange nicht alles mit Beteiligung zu tun. Ich glaube, Romania is still to a large extent a survival society in which most people invest their energy and their time basically into having 2-3 jobs to survive. And that means that we still do not have the material base to develop this kind of voluntarism, civic activism, which is something that people do after they become a little bit richer. Because then they can have some free time and then they start caring about other people. If you look throughout Eastern Europe, the percentage of people who engage in volunteer activities, it's absolutely disastrous compared to Western Europe. So not the will to be involved political or the will to play, a political role is missing. Because that we learned from our revolutions, and the way we operate is that we have, let's say, a very small civil society, but which is extremely active and aggressive, so sometimes does play a role. Wir haben etliche Umfragen dazu gemacht. Die größte Gruppe sind die 30- bis 55-Jährigen, die einen festen Beruf haben, festen Wohnsitz, oft auch Familie, die also in gesicherten Verhältnissen leben. Wir wissen aber auch, dass ganz viele junge Menschen sich engagieren. Was diese Menschen wollen, ist, sich tatsächlich in interessanter, für sie auch bereichernder Weise einzumischen. The most active civil society that I see now and quite spontaneous is in the field of heritage and national monuments. 2 days ago, an investor who had perfectly legal papers wanted to demolish a building in Bucharest, and because in the last year a whole culture by civil society was developed that we want to